Our launch window is about 20 minutes, so the whole duration would cover most of our launch window. Yeah. And that's different from Falcon. Yeah, absolutely. With Falcon, ist das die größte Rakete jemals? Also ist das krasseste, was wir jemals nach oben geschickt if haben? we need to, for example, you know, we need more time to pressurize the COPVs for flight levels. Hättest du 4 Wochen nichts gegessen. Feinste 3-minütige Unterhaltung, danke dafür. Mann, Junge, shut the fuck up. Ich hab mir nicht 20 Minuten Salat in die Fresse geschoben bei dem Amar-Video. The opportunity to top off the fuel or LOX if it's not fully loaded. And, you know, we might want to just take a few more minutes for that. So that T-minus 40-second hold kann be really helpful. But you know, we don't have that option on Falcon, so voll schön mit dem Sonnenuntergang da. Oder Aufgang meine ich. We're just inside Wie spät ist es? Wo machen die das, Chat? Wo machen die das? The good news right now we're hearing it doesn't look like we're going to need to hold a T-minus 40 Wo ist das? seconds. Texas? The boats are clearing out of the way. Classic, wo sonst? Next event coming up, Wie spät ist es da? Wahrscheinlich 7 Stunden oder so center engines on the first stage. Oder 8 oder so? 7 oder 8, denke ich. You can see maybe just a little bit there. 90 seconds, wiggles are underway as we're checking out the first stage. Alright, Minute 23, Chat. Imagine die Scheiße fliegt einfach. Imagine die Scheiße fliegt jetzt einfach hoch, Digga. Next major event we're going to hear, hopefully, is the flight director go for launch at T-minus 30 seconds. As we're coming up on T-minus 1 minute, when we get to T-minus 40 seconds, we'll just listen in. Last time, as you recall, we did hold at 40 seconds, but it took a few seconds for the clock to recover, so we're going to watch that. And as we press to T0, we're going to watch and listen the second test flight of Starship. Ist die bemannt? Nee, safe nicht. Boah, guck dich mal an, wie viel Rauch hier ist. Andere Donor ignoriert wurde. Digga, holy shit. Ey, ich will ungern gerade einen TikTok gucken, Broski. CGI. Digga, er ist so aufgeregt. What the fuck? Back to rapid recycle. Nerds. Nee, ist cool. Schon sehr interessant, Mann. Also jetzt Pause? Digga, die haben den Counter passiert. What the fuck? Schau gerade bei Amazon und habe 10 Meter Metallrohre im Warenkorb. We're T-minus 40 seconds in holding. We had a rapid recycle. Den Gag hat schon jemand vor dir gemacht, ansonsten starker Gag. Got a little bit of an update. We're continuing to hold at T-minus 40 seconds. This is the normal hold point for Starship, as we talked earlier. Alright. Like we're working Es ist eine Sekunde nochmal late runtergegangen. pressurization on, I believe, the second stage. Team is working it. All the other systems are on hold right now at 40 seconds. Das sieht so We can cool hold aus here for einfach. about 15 minutes or so. Before we would run out of window. Warum genau kommt da jetzt schon Rauch Wollte überhaupt raus? Was macht diese Rakete jetzt Ich mache gerade eine echt sehr harte Zeit mit meiner Freundin durch. Es ist kurz vor dem Aus- und EDK, was ich machen soll. Also danke, dass du mich und die Leute im Chat unterhältst und ablenkst. Prost, Bruder. Viel lieber, Mann. Die stallen mehr als Stegi. Digga, Real Talk. Das ist Kühlung. Flüssigsauerstoff ist das? Also zur Kühlung, oder wie? And it's worth mentioning here that don't go away. We are holding at T-minus 40 seconds, but once the teams have resolved and see the data that they want to see, the clock can restart straight away and it'll start ticking down from T-minus 40 again, all towards liftoff. Yeah, exactly. Now, while we do have the ability to hold for up to 30 minutes, we only have a 20-minute launch window, so don't go away, don't change the channel, and just like Shiva said, we can restart that clock, and there it is. And there it goes. Oh, es geht direkt weiter, T-minus 30 Oh, es war nur Debate, Der Counter geht weiter. Bro, das sieht echt cool aus da, Mann. Auch das so drumrum und so. T-minus 15. Oh mein Gott, 10 Sekunden. 9, 8, 7. What the fuck? 5, 4, 3, 2, 1. Bro, als ob jetzt der Stream bleibt. Okay, oh mein Gott, ich dachte. Digga, what the fuck? Bro, what the fuck? Digga. Junge, Menschen sind so crazy. What the fuck? Digga, das sieht Real Talk animiert aus, ne? Das sieht nicht aus, als würde das da wirklich gerade hochfliegen. Digga, einfach so ein Eis.de-Dildo, Junge. We are T plus 40 seconds into the flight.
Starship 33 Raptor engines powering the first stage. Alter, 1000 km/h fast. We've heard power and telemetry nominal call-out. We're heading downrange over the Gulf of Mexico. Digga, sieht gut aus. Sieht nicht, als würde es gleich explodieren. And that call-out tells us Starship is in a period of greatest stress on the way to space. Bro, das Ding ist gerade 15 Kilometer über der Erde, jetzt schon. Nach einer Minute 20. Digga. To get ready, the booster will shut down all but 3 Bro, das sieht so fake aus. Ja, irgendwie schon, oder? Flames holding the 2 stages together will release, and the Starship's second stage will ignite its engines. Starship will then separate from the super heavy booster and head to space. And at the same time, the 3 engines that are still firing on Super Heavy will flip the booster around. 10 more engines will ignite for the boost backburn, putting the first stage on path for a splashdown in the Gulf of Mexico. Und es steigt noch. Aber wo fliegt das Ding hin? Ja, gute Frage. Hat das irgendein Ziel? Oder ist das einfach mal, wir schießen mal rein und gucken mal, was passiert? Der Amazon-Mitarbeiter, wenn ich um 23:59 CMD Delivery wähle. Digga. Engine power continues to look nominal on 33 Raptor engines. We're about to shut down the first stage and perform staging. Let's watch and listen. Wir erklären den Aliens den Krieg, ja. Digga, 5000 km/h ist krank. Wenn sie sagt, sie ist alleine zu Hause. Booster engine cut off. Oh, wir verlieren Speed. Stage separation. Boost back startup. Oh, was ist jetzt? Was passiert jetzt? Ich hab's nicht gecheckt, was ist passiert? Wo ist dieser Booster jetzt ab? Ist es dieser Booster, der zurückfliegt? Ist es dieser reusable Booster? Ja? Oh, das ist no joke, das ist so cool. And as you can see, the super heavy booster has just experienced a rapid unscheduled disassembly. Bro, das sieht so animiert aus teilweise. Our ship is still underway with Ist all es kaputt gegangen? Ist es kaputt gegangen? Ich hab's nicht gecheckt. Avionics power telemetry nominal. All 6 engines are lit, as you can see from the GUI there at the bottom right-hand side of your screen. Obwohl? Ist es? Ich glaube nicht. Now, we did know that that hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Okay. Aber ich meine, das ist ja eher das kleinere Problem, oder? Die Rakete hat es ja trotzdem geschafft. Also es ist ja trotzdem I guess ein W. The ship is still going strong. And it's doing great. Right now, the ship, the second stage, is on its way. RIP 20 Mio. Ja, okay, aber was ist 20 Mio in der Forschung? Juckt, I guess. Also, you know. The next major milestone for the ship will be the shutdown of. Digga, das ist crazy, dass wir Menschen sowas machen. Digga, überleg mal, guck mal rechts unten, die Rakete fliegt gerade mit 8700 km/h, Chat. Das Ding hittet gleich 9000 km/h. Bro, wir haben was gebaut, was 9000 km/h fliegen kann. Bro, was? Primary objective of the booster today to get to hot staging, to get ship on its way to orbit. It did that admirably. Yeah, we definitely asked. Thermosphäre. All right, great news there. That trajectory for ship is nominal. Once again, Starship's second stage. It's firing those engines, and as you just heard, everything's looking good. Now for the ship, we wanted it to survive hot staging, which, as you can see there by that little dot on your screen, it did. We also want stellt euch vor, ihr würdet, weiß ich nicht, von Hamburg nach Berlin fahren, aber in die Luft. Digga, 11.000 km/h, holy shit. We are hoping to basically send this around the Earth
And if it makes it this far, splash down in the Pacific Ocean, a couple hundred miles north of Hawaii. Mach das nach in Kerbal Space Program. Ich wette, du schaffst es now, nicht if mal we aus get der that far, Atmosphäre. like all of that sounds great. Secondary objectives for ship. Ich hab's richtig verstanden, das soll einmal um die Erde fliegen. Gather engine data and about Haben die das gerade gesagt und dann in Hawaii reincrashen? Great news there. That tells us that the chamber pressures inside of the Starship, again, oh man, das ist nicht in Hawaii screen, reincrasht, sondern irgendwo basically daneben. the propellant pressures in the ship are looking good. Also es ist wirklich einfach nur ein voller Test, das fliegt gar nicht irgendwo hin, das ist einfach nur testen, ob es klappt. Essentially a user interface showing us which engines are lit. Bro, so the 14.000 km/h ist nuts, das ist wirklich nuts. The 3 outer engines in the triangle, the larger ones are Raptor vacuum engines, all of them continuing to fire nominally, so they're at the pressures that we expect to try to get into our target trajectory today. Yeah. And we're not targeting orbit today. We're targeting almost orbit today. That's very intentional as part of the mission design. The goal is to get to a thrust profile similar to what we would need for orbit, but also to get to Oder Real Talk, die haben einfach irgendeine levels Lampe da hochgeschickt und filmen die jetzt und tun so, als wäre es die Rakete, Bruder, da ist überhaupt nichts. And so we're actually going in a suborbital trajectory today, but that trajectory will get us to the energy levels that we need at re-entry, where we can really bleibt es bleibt auf 150 km/h, Kilometer Höhe. Der Abstand zur Erde bleibt jetzt gleich. Es fliegt jetzt schon um die Erde. Ich dachte, es fliegt vielleicht dann schon weiter oder so. Digga, das Scheißding fliegt gerade mit 20.000 km/h um die Erde, Bro. What the fuck? Bro. Ich meine, wie lange dauert es einmal rum? 42.000 Kilometer oder so? After hot staging, was ist der Erdumfang? 42 km/h oder so? 42.000 Kilometer? Also 2 Stunden und das ist das Ding einmal um die Erde. Wahrscheinlich sogar weniger, weil die Geschwindigkeit steigt noch. Digga, das ist crazy. Oh, jetzt ist anscheinend... mit einem Samsung gefilmt? Stark, ja, die haben sehr viele Samsung S Galaxy 3 oder wie die heißen. Und, was ist jetzt passiert, Bro? Ich check's gar nicht. Alles cool und so, aber wer war zum Fick, war im Spectator-Mode und ist mitgeflogen und filmt, wie hat Elon das geschafft? Ich glaube, die haben einfach kranke Kameras. They're standing by for a call out here, coming up on the projected time that ship would shut down its engines. Das kommt sicherlich gleich wieder, oder? Oder ist es kaputt? As you can tell by the excitement from the crowd here at Mission Control Center in Hawthorne. There's a great view of our Star Command Center. That's our control center at Starbase Texas. The crowd here, Mission Control Center behind us in Hawthorne. Everyone is super exciting. What a successful day this has been so far. Beim letzten Mal hat die Separationsphase nicht geklappt, also das, wo das abfällt, oder wie? Wir sind also einen Schritt weiter, der Booster wäre in den Golf von Mexiko gelandet. Jetzt geht es um die Funktion des Hitzeschildes bei Rückeintritt und Steuerung in die Atmosphäre. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ah, doch, das liegt noch. Awaiting acquisition of signals. And I mean, up to this point, major successful milestones through hot staging, which was the big objective today. 20.000 Kilometern pro Stunde fällt das Ding praktisch um die Erde herum. Digga. So, we are gonna head into the coast phase. Planned for the next about hour and 5 minutes. We'll be returning around the T+1 hour and 15-minute mark, and that's while we're waiting for Starship to continue on. Bro, das muss für diese Leute, die daran arbeiten, so cool sein. Stell dir vor, du arbeitest monatelang an so einer Rakete und dann siehst du die, wie die mit 24.000 km/h um die Erde fliegt, Bro. What the fuck, Bro? Und dann so ein Booster, der so abfällt und shit. Digga. Digga, crazy, wirklich. And also give us a moment. We are hearing some chatter on the net, so we're gonna try to ich glaube, die haben in die Rakete unser IRS-Setup eingebaut, deswegen läuft so scheiße. Jo, Jungs, wie schnell sind wir? Da hätten die mal Adam fragen müssen, Digga. Hätte vielleicht Skyler mal rangemusst. Rakete ist wohl gerade über Deutschland, daher kein Empfang. Stark, stark. Das ist ein gutes Zeichen. Hätten die mal Adam gefragt wegen Videoverbindung. Ja, ja. Hör, da ist die Rakete, holy shit! Chance ist gelandet, what the fuck? Bro! Hä?
We had heard a call out that we were internal guidance, which means we were getting near the end of the approximately 6-minute What the fuck? Wie habt ihr keine Verbindung? Das ist doch genau neben dem Laptop. Warum sieht keiner die Rakete? Seid ihr dumm? Any more data since then. My God, so we think we may have lost the second stage. So we would not be into coast phase. We wouldn't be able to come back in an hour or so and possibly get ready for the end. However, what we do know right now is we had an on-time launch at 7 o'clock. We got through Wenn die the Rakete schnell genug wird, baut sich basically wie beim Mond ein Orbit bzw. eine Umlaufbahn um die Erde auf, weil Zentrifugalkräfte und Anziehungskräfte der Erde sich ausgleichen. Boah, das ist krass. Dann könnte das quasi unendlich lange da rumfliegen, oder? Digga, das ist krass. But what we do believe right now is that the automated flight termination system on second stage appears to have triggered very late in the burn as we were headed down range over the Gulf of Mexico. Oh, warte mal, was kommt denn da drüben? But the real topping on the cake today, that successful liftoff, Kate, Shiva, the hot staging is just beautiful. Exactly what we were looking for. Yeah, ultimately, honestly, such an incredibly successful day. Even though we did have a RUD or a rapid unscheduled disassembly of both the Super Heavy booster and the ship, that's great. We got so much data, and that will all help us to improve for our next flight. Of course, and that's why flight tests, and you can bet that there's going to be more to come. Ich habe das noch nie gesehen. We really do want to thank you all for joining us. Of course, we want to thank the people of Cameron County. We want to thank all the federal agencies that have supported us for our tests. Bro. And of course, a huge congratulations to the entire SpaceX team on getting through mit einer this flight Rakete, test ja, aber ich meine, also wie groß ist die? And I think with that, we're going to sign off from here in Hawthorne. Thanks so much for tuning in, and we'll see you next time. Mindestens 2 Meter, wirklich? Falcon 9? Mit so einer schießen die Satelliten hoch, oder was? Das Modell auf dem Tisch ist doch safe aus ihrem Nachttisch. Crazy. Es ist wirklich verrückt, dass wir einfach so ein Gerät haben, was einfach da in der Luft, also ich weiß nicht, wie viele Satelliten gibt es? Ich glaube so 200 oder so, ne? Es gibt so dumm viele. Es gibt so weitaus mehr Satelliten, als man auf dem Schirm hat. 40.000? Miguel soll mal versuchen, ein 24.000 Kilometer pro Stunde Objekt aus 148 Kilometern Entfernung Holy, das wusste ich nicht. Holy shit. 7.000? Miguel soll mal versuchen, ein 24.000 Kilometer pro Stunde Objekt aus 148 Kilometer Entfernung scharf im Bild zu haben. Mann, Bro, ich laber einfach nur Scheiße. China hat alleine 600. Holy shit, 6.700.